Im heutigen Kaffeetag begrüße ich Frau Melanie Herner-Müller. Sie ist promovierte Ökonomin und leitet den Bereich Sozialpolitik am Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Uni Luzern. Ihre Forschung widmet sich der Schweizer Sozialwerk, speziell Fragen zu der Altersvorsorge. Sie forscht aber auch über Ungleichheit und gesellschaftliche Aufstiegsmöglichkeiten in der Schweiz. Neben ihrer wissenschaftlichen Arbeit engagiert sie sich auch in Bildungsfragen und ist Kolumnistin bei der NZZ. Mein Name ist Felix Niederer, ich bin Gründer und CEO von TrueWealth. Frau Herner, willkommen im heutigen Kaffeetag. Danke vielmals. Ich freue mich, da zu sein. Ich freue mich auch sehr. Sie bringen ökonomische Analyse, gesellschaftspolitisches Denken und bildungspolitisches Engagement zusammen. Ein Schwerpunkt von Ihrer Arbeit liegt in der ökonomischen Bildung oder wie Sie es nennen, Economic Literacy. Was ist Economic Literacy und warum ist es wichtig? Ja, so ganz grob gesagt ist es eigentlich die Fähigkeit, ökonomische Zusammenhänge im Alltag zu sehen, ökonomisches Wissen zu haben und anzuwenden. Und besser bekannt ist wahrscheinlich die Financial Literacy, eben so das klassische Finanzwissen. Und das ist typischerweise ein Teil von dieser Economic Literacy. Aber die Economic Literacy, die geht eben über das raus. Vielleicht, man kann sich das gut vorstellen am Beispiel von einem Zinssatz. Wenn es um Financial Literacy geht, müsste man wissen, okay, was ist denn ein Zinssatz? Wie berechnet man vielleicht auch ein Wachstum, einen Zinseszinseffekt und so weiter? Was hat es für einen Einfluss auf mein Portfolio? Genau. Das ist so das ganz Klassische, um so quasi die eigenen Finanzen zu handeln. Financial Literacy. Das ist Financial Literacy. Und nachher, wenn es aber um Economic Literacy geht, wird man vielleicht auch wissen, ja, wie kommt denn so ein Zins überhaupt zustande? Was hat das mit der Geldpolitik zu tun? Und so weiter. Also so ein bisschen der grössere Rahmen. Warum ändert es sich überhaupt? Genau, und so weiter. Also, und was bedeutet das dann auch für eine gesamte Volkswirtschaft? Und das klingt vielleicht ein bisschen abstrakt und man fragt sich auch, ja, warum muss man da überhaupt so ein grosses Wissen haben, wenn man nicht gerade als Ökonomin tätig ist. Und dabei ist es gerade besonders so wie in der Schweiz, wo wir eine direkte Demokratie haben, extrem wichtig. Weil, ich meine, die meisten Abstimmungsvorlagen haben irgendwo auch wieder etwas mit volkswirtschaftlichen Effekten zu tun. Und da ist es eben ganz wichtig, damit alle Bürgerinnen und Bürger auch informiert können sein, dass sie eben auch die ökonomischen Gesamtkonzepte und Grundkenntnisse kennen und wissen. Das heisst eigentlich, zu der direkten Demokratie gehört eigentlich fast eine Pflicht zu Economic Literacy? Unbedingt. Und man sieht sogar auch, das bedingt sich ein bisschen gegenseitig. Also wenn man eine direkte Demokratie hat und die Leute oftmals sich beteiligen an den Initiativen und so weiter, wirklich abstimmen, interessieren sie sich auch mehr für die ökonomischen Fragestellungen und informieren sie sich auch besser. Also das heisst, es ist so ein gegenseitiges Beeinflussen. Man weiss zum Beispiel auch, wenn man eine höhere Economic Literacy hat, geht man auch eher abstimmen. Also man interessiert sich eher dafür, traut sich vielleicht auch eher zu, irgendwo ein Kreuzchen zu setzen. Also das ist ganz, ganz wichtig für eine direkte Demokratie und darum nicht nur etwas für Ökonomen und Ökonominnen. Ich kann mir vorstellen, dass es hilft, dass man zu einfache Versprechungen hineinkommt, politische, oder wenn irgendwie eine einfache Lösung versprochen wird. Absolut. Man ist eigentlich in dem Sinne selber befähigt, sich die Sachen anzuschauen und ist nicht abhängig von einzelnen Expertinnen oder Experten. Ja. Wie sieht es um die gesellschaftlichen Aufstiegsmöglichkeiten in unserem Land, in der Schweiz? Ist die Schweiz sozial mobil? Die einfache Antwort ist ja, sie ist es. Und jetzt aber, um das ein bisschen komplizierter noch auszudrücken, wenn man sich anschaut, welchen Einfluss hat der familiäre Hintergrund auf das eigene Einkommen? Dann kann man das zum Beispiel machen, indem man Geschwister sich anschaut. Man hat früher in der Ökonomie oftmals Eltern-Kind-Zusammenhang angeschaut, das ist auch wichtig, aber noch besser sind eigentlich Geschwister geeignet. Weil Geschwister teilen sich ja eigentlich ganz viele Sachen, weitaus über nur der elterliche Einfluss, nämlich zum Beispiel gehen sie in die gleiche Schule, haben vielleicht einen ähnlichen Freundeskreis, ähnliche soziale Netzwerke und so weiter. Also so ein bisschen der grosse familiäre Einfluss lässt sich gut über Geschwister
ermitteln. Und wenn man jetzt anschaut, ja, wie viel erklärt eben die gesamte familiäre Herkunft am eigenen Einkommen, sind das in der Schweiz 15%. Wir haben das sogar jetzt angeschaut, noch bis zurück in die 80er Jahre, also über die letzten 40 Jahre ist das sehr stabil geblieben und im Schnitt etwa bis 17%. Und jetzt ist das ein bisschen schwierig einzuschätzen. Was heisst das, 15 oder 17%? Das heisst umgekehrt, 85% sind nicht durch die Familien erklärt, also sind individuelle Merkmale, das ist schon mal etwas. Dann hilft der Ländervergleich vielleicht, oder? In den USA sind es fast 50%, die durch die Familie erklärt werden. Und selbst so in den skandinavischen Ländern, die ja immer so ein bisschen als die sehr mobilen Gesellschaften gelten, sind es etwa 20%, die durch die Familie erklärt werden. Also das heisst, wir sind wirklich, gehören zu den Spitzenreitern. Sogar besser als die skandinavischen Länder. Genau, sogar besser als die skandinavischen Länder, wenn es ums Einkommen geht. Was man aber oft auch hört, und das stimmt auch, dass zum Beispiel die Akademikerkinder sehr oft übervertreten sind an den Unis. Und dann sagt man ja oft, ja, aber das heisst ja, die Chancengerechtigkeit ist nicht wirklich gegeben in der Schweiz. Und tatsächlich, wenn man sich die Bildung anschaut, dann erklärt in der Schweiz die Familie ungefähr 33%, also ungefähr ein Sechstel beim Einkommen nur und etwa ein Drittel, wenn es um die Bildung geht. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, ja, aber wie passt das zusammen? Weil wenn man zum Beispiel in die USA schaut, spielt es überhaupt keine Rolle, ob ich die gesellschaftliche Aufstiegschancen anhand des Einkommens oder an Bildung messen, weil ja, wer einen Top-Ivy-League-Abschluss hat, an der besten US-Uni studiert, der erzielt später auch das höchste Einkommen. Oder wer in Frankreich keinen Uni-Abschluss hat, genau hat es schwierig. Genau das, oder? Aber das ist in der Schweiz anders. Das ist in der Schweiz anders und das ist unter anderem halt wirklich einem starken, dualen und auch durchlässigen Bildungssystem zu verdanken. Also das ist wirklich ein Grund, warum es eben bei uns die Einkommensmobilität so hoch ist und es am Schluss ganz viele Wege gibt, um ein höchstes Einkommen zu erzielen und eben zum Glück auch vieles, was unabhängig ist von der eigenen Familie. Vielleicht muss ich gleich noch so als Forscherin beschreiben, wir haben noch so ein anderes Projekt dazu gemacht und zwar sind wir mal zurückgegangen bis ins Mittelalter. Ja. Weil die Frage ist ja immer so ein bisschen die elterliche Prägung oder die familiäre Prägung über Geschwister gemessen. Ist das jetzt, können wir jetzt wie sagen, wenn der Einfluss der Eltern stark ist, haben wir dann wie keine Chancengerechtigkeit? Oder wie können wir das sagen? Muss man aus einer guten Familie, aus einer reichen Familie kommen, um wirtschaftlich erfolgreich zu sein? Genau. Und jetzt ist aber beim elterlichen Einfluss, würde man so ein bisschen aus der generellen Perspektive sagen, wichtig ist, dass es auch Kinder schaffen, ein höchstes Einkommen zu erzielen, die vielleicht eben nicht die finanzstarken Eltern im Hintergrund haben. Aber es soll ja dann nicht in dem Sinn dazu führen, dass die Eltern nicht mehr gut zu ihren Kindern schauen dürfen, oder? Also das heisst, ein zweischneidiges Schwert. Genau. Aber was man ganz sicher kann sagen ist, wenn man einfach so quasi den richtigen Nachnamen hat und einfach so aus einer guten Dynastie kommt und es dann einfach wie schafft, da oben zu bleiben, dann haben wir sicher ein Problem mit Chancengerechtigkeit, oder? Und das ist der Grund gewesen, warum wir gefunden haben, wir müssen mal mehr als nur 2 Generationen anschauen. Und dann sind wir in das Archiv gestiegen und sind zurückgegangen bis 1550. Da haben wir 15 aufeinanderfolgende Generationen anschauen. Und jetzt fragt man sich natürlich, wie macht man das genau? Ja, wir haben nicht Steuerdaten zurück ausgraben und Familien verbinden bis zurück auf 1550. Wir haben uns Basel angeschaut und wir haben uns dort eine Nachnamensanalyse zunutze gemacht. Das heisst, wir haben geschaut, wer wird über die 15 Generationen jeweils an der Uni Basel eingeschrieben, immatrikuliert und wie heissen die Personen? Und das ist lückenlos dokumentiert. Die Uni Basel ist die älteste Uni der Schweiz und wir haben das wirklich lückenlos dokumentiert. Und nachher, was wir machen, ist, wir schauen, wie ist denn die Nachnamensverteilung in der Gesamtgesellschaft in Basel. Und dann haben wir Taufregister und Geburtsregister und alles ausgewertet und haben geschaut, ja, wie ist denn die Nachnamensverteilung in der Gesamtgesellschaft. Und das erlaubt uns dann, für jede einzelne Generation zu schauen, wie sich die Elite so quasi zusammensetzt und wie sich die Grundgesellschaft zusammensetzt. Und so kann man schauen, welche Familien sind jeweils über- oder unterrepräsentiert. Ich habe das jetzt am Beispiel von der Uni durchgespielt. Wir haben das auch noch ein bisschen mit anderen Daten, Zunftdaten, zum Beispiel gewisse Steuerdaten haben wir auch noch gehabt, Berufsinformationen, also einen ganzen Datenkranz, den wir können ausnutzen können. Und eigentlich simpel, die klassischen Teilnamen, zum Beispiel in Basel sind Burkhardt, Merian, Fesch und so weiter, da kann
kann man sich anschauen, wie viel machen die aus unter den Studis, eben unter der Elite so quasi, und wie viel machen sie aus der Grundgesamtheit aus. Also zum Beispiel, wenn Burkhardt 5% unter allen Studis ausmachen, aber nur 1% unter den Neugeborenen oder in der Gesamtgrund. Dann ist das ein Zeichen für den Teig. Genau, dann sind sie ein Fünffaches überrepräsentiert. Und jetzt haben wir aber nicht einfach nur einzelne Nachnamen angeschaut, sondern wirklich einfach alle, die sie jeweils je Generation hat gegeben. Es ist ganz wichtig, das auch immer wieder neu anzuschauen, weil es gibt auch Migration zum Beispiel, wo wieder ein bisschen gesellschaftliche Strukturen mag auflockern, durchmischen und so weiter. Das haben wir auch beobachtet über die Zeit. Und was noch spannend ist, das hat so ein bisschen ein Fluktuieren bei diesem elterlichen Einfluss über die 15 Generationen gegeben. Meistens in Zeiten von Krisen, Kriegen, Kantonstrennung und so hat man eine tiefe Durchlässigkeit, also eine tiefe soziale Mobilität. Ja. Und nachher hat sie wieder zugenommen. Also quasi wie, es ist wie so ein bisschen ein Auf und Ab, ein Schwanken. Und es ist wie so quasi nach Krisen und Kriegen weiss man auch zum Beispiel, dass dann meistens die Ungleichheit ja auch eher zurückgeht. Und so hat man es eben auch gesehen, dass auch die gesellschaftlichen Aufstiegschancen dann eher wieder zugenommen haben. Also im Aufbruch nach der Krise, sozusagen genau. Nach dem Unwetter? Nach Unwetter gibt es wieder neue Chancen, zum so quasi aufsteigen. Das ist so das Erste, was wir herausgefunden haben. Aber jetzt sind wir ja eben nicht nur interessiert an diesem Eltern-Kind-Zusammenhang, sondern wir wollten auch wissen, wie dann die weiteren Generationen ihn beeinflussen. Und das ist noch spannend. Die Grosseltern erklären etwa nochmal die Hälfte von dem, was die Eltern erklären, also nochmal so einen halb so grossen Effekt. Also ja, ein Zusammenhang, genau. Oder? Und nachher der zusätzliche Effekt schon von den Urgrosseltern ist nicht mehr statistisch nachweisbar. Und das hat uns noch eindrücklich gedacht, weil man sagt doch so im Volksmund, ja, die erste Generation, die schafft das Vermögen, die zweite kann es... Genau, und dann die zweite mag es vielleicht noch so ein bisschen verwalten, bei der dritten wird es langsam ein bisschen kritisch und die vierte, ja, ist dann nicht mehr so erfolgsgekrönt. Oder das sagt man so ein bisschen meistens innerhalb von 4 Generationen. Wir nennen das wegen dem so ein bisschen der Buddenbrooks-Effekt von Thomas Mann. Ja. Einfach so ein bisschen, dass innerhalb von 4 Generationen erlischt der familiäre Einfluss. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein bisschen, um darauf zurückzukommen, ja, wie durchlässig ist die Schweizer Gesellschaft, auch nochmal ein schönes Zeichen, dass es eben nicht einfach reicht, den richtigen Nachnamen zu haben, sondern eben, dass man sich doch auch selber ein bisschen muss bemühen, damit man eben erfolgreich kann sein. Und das ist ganz wichtig, wenn man eine chancengerechte Gesellschaft möchte. Haben Sie eine Hypothese dafür, warum das es sozusagen nach der dritten Generation abbricht? Ist es, weil die Familienmitglieder dann sich nicht mehr richtig anstrengen? Oder was könnte es sein? Ja, das ist schwierig, oder? Weil wir schauen ja da eben einfach den ganzen Datenkranz an. Also jetzt da einzelne Schicksale rauszupicken, ist durchaus schwierig. Aber ich denke, was man schon sieht, ist, gerade die Grosseltern zum Beispiel, die können ja vielleicht auch noch einen direkten Kontakt hergestellt haben. Oder man weiss zum Beispiel auch gewisse Fähigkeiten überspringen vielleicht eine Generation, aber sie zeigen sich dann in der übernächsten und so weiter. So gewisse Merkmale machen wie in dem Sinne noch Sinn, dass man einen gewissen Zusammenhang hat. Aber wenn nachher die Urgrosseltern wie noch einen Effekt hätten, die meisten Leute kennen ihre Urgrosseltern wahrscheinlich nicht, haben sie nicht persönlich lernen kennen. Und ich würde sagen, das darf man wieder ausschließen, oder? Dass es wegen dem nicht so einen dynastischen Effekt gibt. Also, das heisst, ja, es reicht einfach nicht, dass man einfach aus der entsprechenden Familie kommt. Ja, zumindest nicht langfristig. Also kann man so sagen, es hilft, wenn man aus einer wohlhabenden Familie kommt oder aus einer bildungsnahen Familie kommt, aber der Effekt ist nicht langfristig. Der Effekt ist nicht langfristig. Vielleicht maximal 2 Generationen, aber nicht mehr. Genau, und darum ist es eben auch wichtig, das wie zu kombinieren nachher mit der Erkenntnis, ja, was ist denn jetzt heute? Weil Ökonomen würden auch sagen, ja, in the long run we're all dead. Also was interessiert mich das, wenn der Urgroßvater mich nicht mehr beeinflusst? Ich will doch heute intakte Aufstiegsmöglichkeiten haben. Darum haben wir eben auch angeschaut, ja, wie viel Prozent von meinem Einkommen wird durch einen familiären Hintergrund erklärt. Und das ist doch eigentlich bemerkenswert, dass das eben nur die 15% sind. Dass also selbst innerhalb von diesen 2 Generationen in der Schweiz ja. eben auch die Aufstiegsmöglichkeiten in diesem Sinn gegeben sind. Ich glaube, das ist ein riesen Vorteil von der Schweiz. Das ist ganz wichtig. Also man weiss auch, dass eben die soziale Mobilität eines der wichtigsten Merkmale ist für eine
Gesellschaft, die auch einen Zusammenhalt hat, wo eben auch irgendwie sich jeder zugehörig fühlt und es sich auch lohnt, sich auch weiter anzustrengen. Weil wenn man einfach weiss, das ist ja typischerweise eigentlich, man nennt es ja der American Dream, aber es wäre eigentlich der American Nightmare, weil in den USA ist es eben überhaupt nicht intakt. Aber so quasi, das haltet einem ja auch dazu, eigentlich möglichst eben sich anzustrengen. Man weiss, ich bin nicht einfach zu meinem Schicksal verdammt, sondern ich kann eben wirklich auch das machen, was ich gerne möchte und muss nicht einfach schon aus der entsprechenden Dynastie sein, um überhaupt Chancen auf dem Arbeitsmarkt zu haben. Wenn wir uns jetzt die Schweiz im Jetzt anschauen und Vermögen anschauen, wie gleich oder ungleich sind denn Vermögen verteilt? Ja, das ist auch so quasi ein weiteres Puzzleteil, oder? Dass man sich jetzt nicht anschaut, ja, wie ist denn die familiäre Herkunft entscheidend, sondern wie ist denn eigentlich das Einkommen oder das Vermögen in einer Gesellschaft verteilt. Weil das hat ja noch andere. Das ist genau, auch irgendwie der Einsatz oder die Fähigkeit. Genau. Und das ist auch noch wichtig, das ist eigentlich wie eine statische Betrachtung, oder? Ganz egal, wer jetzt wo ist, aus welcher Familie die stammen, so quasi, wie sind sie denn verteilt, wie sind die Ressourcen verteilt. Und was wir auch wissen zum Beispiel, ist, dass es einen Zusammenhang gibt zwischen Ungleichheit und sozialer Mobilität. Also, wir nennen das die Great Gatsby-Kurven. Also ein Land, das eine tiefe Ungleichheit hat, hat meistens so eine höhere soziale Mobilität und umgekehrt. Also, das heisst, es gibt einen gewissen Zusammenhang. Darum ist es auch ganz wichtig, Great Gatsby-Kurve, genau. Also es ist so ein bisschen aus dem Roman, wo ja eben eigentlich überhaupt keine soziale Mobilität zeigt. Und dort eben sagt man zum Beispiel eben in den USA, wo die Ungleichheit hoch ist typischerweise eben auch die soziale Mobilität eher tief. Also da gibt es einen Zusammenhang. Und jetzt ist die Frage, ja, wie ist es denn in der Schweiz? Ja, mit der Aufstiegschancen. Soziale Mobilität ist Aufstiegschancen. Da kann jemand, der jetzt nicht das Glück hat, dass er schon mit viel Geld auf die Welt gekommen ist, hat eine Chance. Genau, und das haben wir ja wie gesagt, also die Aufstiegschancen sind in der Schweiz eigentlich intakt. Wie sieht es jetzt aus mit der Ungleichheit? Und bei der Ungleichheit muss man in der Schweiz wieder unterscheiden. Ich habe vorher gesagt, eben bei der sozialen Mobilität müssen wir unterscheiden, schauen wir die Bildung an oder das Einkommen. Und jetzt hier müssen wir unterscheiden, schauen wir das Einkommen an oder das Vermögen. Ja. Weil das Einkommen ist in der Schweiz gerade auch vor jeglicher Umverteilung, vor jeglicher steuerlicher Umverteilung und so weiter, sehr gleichmässig verteilt. Also was auf dem Markt erzielt wird, ist sehr gleichmässig verteilt. Die Löhne, aber auch wenn man das Kapitaleinkommen mit dazu nimmt, haben wir eine sehr, im internationalen Vergleich eine tiefe Ungleichheit und auch eine sehr stabile. Wir haben dort Daten zurück bis 1917 und wir sehen wirklich eine starke Stabilität. Also zum Beispiel die obersten 10% haben ungefähr 30% vom gesamten oder 35% vom gesamten Einkommen, das sie auf sich vereinigen. Und die obersten 1% sind etwa bei 10-11%. Und jetzt ist die Frage, wie sieht es denn bei den Vermögen aus? Einkommen und Vermögen ist natürlich schwierig direkt zu vergleichen. Also wenn ich jetzt die Vermögenszahl sage, die obersten 1% haben, wenn man Pensionskassenvermögen nicht mitnimmt, 40% vom gesamten Vermögen. Oder ist das natürlich ganz eine andere Zahl. Die können wir aber nicht direkt vergleichen, weil das eine ist halt eine Flussgrösse, das Einkommen. Oder? Man muss jedes Jahr wie in dem Sinn neu generiert werden und das Vermögen kann ja wie kumuliert werden. Das ist eine Bestandesgrösse. Oder? Darum ist das nicht direkt vergleichbar. Aber eben, das ist etwa so die Zahl. Man muss sich aber auch wieder bewusst sein, ich habe vorher gesagt, also 1% ungefähr 40% vom gesamten Vermögen. Jetzt, wenn wir Pensionskassen versuchen mit zu berücksichtigen, da gibt es nur Schätzungen, dann sind wir etwa bei 30%, wo noch die reichsten 1%, die haben etwa 30%. Also weniger statt 40. Deutlich weniger, weil das ist wirklich in der Schweiz halt eine Besonderheit, dass für viele Schweizerinnen und Schweizer ist halt der grösste Vermögensbestandteil ist ihr PK-Guthaben, ihre Pensionskassenvermögen. Aus unserer Forschungssicht ist das immer ein bisschen schwierig, weil wir arbeiten oft mit Steuerdaten und weil die halt steuerbefreit sind, die Pensionskassen, sind die nicht drin? Haben wir sie nicht drin. Ja. Und das heisst, wir haben immer nur so ein bisschen Schätzungen, aber inzwischen eben, so kann man es sich anschauen. Genau, das ist etwa so, wie die Vermögenssituation in der Schweiz verteilt ist. Ich meine, am Schluss
Einkommen und Vermögen muss irgendwie zusammenhängen, weil Vermögen ist nichts anderes als kumuliertes Einkommen, oder? Also über die Zeit irgendwie, entweder selber kumuliert über die bestehenden Jahre oder von früheren Generationen übertragen. Es muss eigentlich einen Zusammenhang geben. Nur ist noch interessant, ich habe gesagt, die Einkommensungleichheit ist sehr stabil geblieben in den letzten fast 100 Jahren, kann man sagen. Und die Vermögensungleichheit hat aber zugenommen. Die hat seit etwa den 2000er Jahren haben wir dort ein bisschen einen Anstieg gehabt. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, wie kann das sein? Weil Vermögen und Einkommen, das muss irgendwie zusammenhängen. Und wenn man sich dort so ein bisschen anschaut, was bisher herausgefunden wurde, ist, ja, Vermögen ist halt eine sehr komplexe Grösse. Erbschaften spielen natürlich rein. Da sehen wir aber keine grosse Veränderung, die diesen Anstieg erklären würde. Dann gibt es Vermögenszufluss aus dem Ausland. Dass halt also eben, reiche Leute, vereinfacht gesagt, dazukommen und durch das die Vermögensungleichheit ansteigt. Also mit Pauschalbesteuerung oder so? Ja, genau, einfach so quasi, genau, wenn man gewisse Anreize oder die Standortattraktivität ein bisschen zunimmt, egal aus welchem Grund, dass man dann durch das mehr Vermögen hat und durch das also für mehr hohe Vermögen und durch das eine höhere Vermögensungleichheit. Das erklärt etwa so ein Sechstel von dieser Veränderung, sagt man. Und dann ist aber auch noch ein wichtiger Bestandteil die Börsenentwicklung. Und das ist wie so ein bisschen das, was man jetzt sieht, weil es ist nämlich noch spannend. Man sieht jetzt nicht einen grossen Unterschied bei den Kapitaleinkommen, oder? Also so quasi auch Dividenden und so, das würde man ja sonst auch in der Einkommensungleichheit sehen, sondern es ist vor allem eine Buchwertentwicklung, eben gerade in den Zeiten von der tiefen Zinsen, von der expansiven Geldpolitik hat man eben einen Anstieg gehabt von diesen Buchgewinnen so, und durch das ist ein grosser Teil jetzt auch von diesem Anstieg ist eben auf dem Kapitalmarkt zu finden, also das ist echt so ein bisschen mit ein grosser Grund, und auch die Immobilienpreise, die mit angestiegen sind. Also das heisst, das Vermögen ist, und auch die Vermögenskonzentration ist viel, viel komplexer und vielschichtiger als jetzt rein nur die Einkommensverteilung. Aber das heisst, das eine ist Einkommen, also wenn man will, Vermögen, also wenn es um die Frage geht, ja, wie kommt man zu Vermögen? Ja. Natürlich, man braucht irgendwo Einkommen. Genau. Aber der Faktor, also die Frage, ob man investiert ist, ob es jetzt in Aktien ist oder in Immobilien, das ist eine wichtige Frage. Sehr eine wichtige Frage, genau. Also das ist wirklich etwas, wo man eben sieht, also ob man so quasi eben kann teilhaben an dieser Entwicklung auf dem Kapitalmarkt oder nicht, spielt einen grossen Unterschied. Und da sind wir jetzt schon wieder beim nächsten Thema, das ist das Schöne, in der Sozialpolitik ist irgendwie auch alles immer verknüpft, oder? Jetzt sind wir schon wieder bei der Altersvorsorge. Ich habe vorher gesagt, wenn wir Pensionskassenvermögen dazu rechnen, ist die Ungleichheit im Vermögen deutlich tiefer. Das heisst, es ist gerade auch eben mit den Kapitalmarktentwicklungen extrem wertvoll, dass wir in der Schweiz in unserer Altersvorsorge eben eine starke zweite Säule haben, dass eben auch viele wirklich auch Kapital haben, nämlich Pensionskassenkapital. Und in der zweiten und der dritten Säule auch investiert sind, oder? Genau. Das ist wirklich, wie sie in diesem Sinn auch teilhaben an den Entwicklungen auf dem Kapitalmarkt. Kann man grob sagen, wie gross die zweite Säule ist, zum Beispiel wie viel Kapital in der zweiten Säule drin ist oder als Verhältnis von der Wirtschaftsleistung? Ja, also das ist wirklich sehr eindrücklich, dass wir 152% von unserer Wirtschaftsleistung an Pensionskassenkapital haben. Und das ist wirklich, wir sind nicht, da kann ich jetzt nicht, wir gehören vielleicht ein bisschen zu den Musterschülern, wenn man so will. Ich kann aber nicht sagen, dass wir top sind. Dänen zum Beispiel haben etwa 192% von ihrer Wirtschaftsleistung als Pensionskassenkapital, wenn man es so ins Verhältnis setzt. Aber wenn man zum Beispiel ins umliegende Ausland schaut, dann haben wir bei den Franzosen 11% und bei den Deutschen 7%. Ja. Also 7%. Also es ist wirklich fast nichts. Und das ist genau der grosse Unterschied, den wir haben mit unserer starken zweiten Säule. Und, das ist eigentlich, ja, es ist schon ziemlich eine Einzigartigkeit vom Schweizer Drei-Säulen-System, dass wir eben ja auch angefangen haben mit der zweiten Säule. Die war zuerst, bevor überhaupt AHV kam, oder? Also, das heisst, einzelne Unternehmen, später dann auch Kantone, und haben wie angefangen,
zu merken, ja, es braucht nicht nur den Lohn, sondern es braucht eben auch eine Altersvorsorge später für die jetzigen Mitarbeiter. Und so hat sich das wie entwickelt und ist wie eben weit bevor es die AHV-Einführung gegeben hat, eigentlich haben Einzelne schon Pensionskassenvermögen gehabt, oder dann ist so die Lebensvorsorge mit dazugekommen. Und darum ist eigentlich in der Schweiz die Stellung so von der zweiten Säule oder eben auch mit der dritten Säule immer schon sehr stark gewesen. Und dann ist das so organisch gewachsen und 1972 wirklich auch als Drei-Säulen-System verankert gewesen. Aber das ist bis heute eigentlich ein grosser Trumpf, wo unser Altersvorsorgesystem hat, die starke zweite Säule. Ist denn die zweite Säule schon vor der AHV staatlich sozusagen verlangt worden oder hat es einfach schon gegeben, freiwillig von Unternehmen? Das ist tatsächlich erst mit dem Obligatorium 85 gekommen. Also die Verpflichtung in diesem Sinne ist erst später gekommen. Aber man sieht auch, dass vorher haben viele tatsächlich auch schon wirklich eben Vorsorgegelder gehabt, aber wirklich verpflichtend ist es erst dann gewesen. Also dass man wirklich erst, das ist eben auch noch spannend, dass man jetzt denkt, erst die Ersten haben, die eben ihr Leben lang verpflichtend in die zweite Säule eingezahlt haben. Also wenn man zum Beispiel sich die finanzielle Situation der heutigen Rentnerinnen und Rentner anschaut, ist ganz wichtig, dass die oft eben noch nicht unter dem BVG-Obligatorium gestanden, dass man noch nicht müssen ein Pensionskassenvermögen haben. Viele haben es aber dann, wenn sie in die Nähe ist gegangen, zeitlich von diesem Obligatorium eben schon selber Pensionskassenvermögen Also müssen ist immer der Arbeitgeber oder das Unternehmen, das jemanden anstellt. Dort ist die Frage, hat es eine Pflicht, Pensionskassen anzubieten und einen Teil vom Lohn ins PK-System zu investieren oder hat es die Pflicht nicht gegeben? Genau. Erst seit den 80er Jahren haben wir die Pflicht. Genau, seit 80er Jahren. Aber vorher hat es schon Pensionskassen gegeben, aber es war einfach freiwillig für das Unternehmen. Also für den Arbeitgeber ist es freiwillig. Genau. Es hat nicht keine generelle BVG-Pflicht gegeben. Genau. Aber zurück nochmal zu dieser Zahl, Deutschland oder andere Länder, wo Pensionskassen eigentlich so wenig Anteil haben an den Produktionsfaktoren. Es sind vorgenannt 7% im Vergleich zu wie viel bei der Schweiz? 152. 152. Das ist ein riesen Unterschied. Mir stellt sich dann einfach die Frage, wenn so wenig von der Produktionsfaktor oder vom Volksvermögen in den Pensionskassen ist, wo ist es denn? Das ist eine ganz gute Frage. Es ist wirklich dann sehr individuell abhängig, wie die einzelnen Sparquoten aussehen. Individuell vom Land? Genau, vom Land, aber auch von den einzelnen Einkommensgruppen, sage ich jetzt mal. Oder durch das, als man bis zur, also abgesehen so quasi vor der BVG-Minimumschwelle, aber hat man generell eben das Obligatorium. Das heisst, es haben auch alle entsprechend die Pensionskassenvermögen, die sie aufbauen können. Und das ist ganz wichtig aus einer gesamtwirtschaftlichen Perspektive, weil durch das hat man in dem Sinn auch nicht nur das Sparvolumen, sondern das ist dann auch Investitionsvolumen. Und das heisst, es kann also nachher auch in die Wirtschaft investiert werden. Und das ist eigentlich ein grosser Motor für das wirtschaftliche Wachstum, oder? Weil da kommt eigentlich einfach das Kapital, wo man eben automatisch nicht verkonsumiert, sondern eben wirklich kann investieren in die entsprechende Fortschreibung in dem Sinn von unserer Wirtschaftsentwicklung. Das ist eine Frage zwischen Konsum versus Investition. Gilt auf individueller Ebene, aber auch eigentlich auf der Ebene von einem ganzen Land, von der Volkswirtschaft. Genau, das ist ganz wichtig. Und durch das, dass man eben, das ist der erste Aspekt. Und dann der zweite Aspekt ist eben auch so ein bisschen die Verbreiterung vom Vermögen, oder? Dass eben auch verschiedene Gruppen, verschiedene Einkommensgruppen zum Beispiel eben auch Vermögensaufbau machen können durch das. Wo eben wichtig ist, wenn man gesehen hat. Es ist wichtig, also zumal das Vermögen aufbauen, es ist wichtig, dass man investiert ist. Genau, und dort hat man eigentlich wie so ein bisschen bei der zweiten Säule ja auch ein bisschen die Konstellation. Man hat 3 Beitragszahler, wie wir auch so ein bisschen sagen, oder? Man hat wie der Versicherer selber, also der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, dann der Arbeitgeber und eben noch, wenn das eben über x Jahre ist, in dem Sinne noch der Kapitalmarkt, der noch so in dem, als dritter Beitragszahler mit Zinseszinseffekt, da sind wir wieder bei Financial Literacy. Wo langfristig dann aber schon wichtig ist. Ja. Genau. Linke Kreise, oder? Die haben ja bekanntlich eine Präferenz für das Umlageverfahren. Also so wie wir es bei der AV haben, oder, wo nichts angespart wird, es wird direkt was von der Erwerbstätigen
genommen wird direkt ausgeschüttet an die Pensionierten. Im Gegensatz zum Pensionskassensystem, wo ja eben Kapital investiert wird. Oder? Linke Kreise haben eine Präferenz für das Umlageverfahren. Was wäre die Konsequenz von einem reinen Umlageverfahren? Also wenn wir jetzt da wechseln auf ein reines Umlageverfahren, wem würden denn als Konsequenz Produktionsfaktoren gehören? Also Aktien als Beispiel, Produktionsfaktoren können Sie Aktien oder, von den Unternehmen. Ja, also ich glaube, so aus einer gesamtökonomischen Perspektive muss man immer sagen, eigentlich so ist es wie, es muss immer aus dem laufenden Wirtschaftsverfahren, also quasi auf dem laufenden Wirtschaftsprozess raus, muss die Altersvorsorge finanziert werden. Oder? Also das Geld das muss in dem Sinne einfach irgendwo hergenommen werden. Und jetzt ist die Frage, aber darum spielt es eigentlich gar nicht so eine Rolle, wie man es finanziert am Ende, könnte man so sagen. Aber es spielt natürlich sehr wohl eine Rolle auf der Verteilungsseite, die ihr angesprochen habt. Oder? Wenn man sich anschaut, man hat ein reines Umlageverfahren, nehmen wir jetzt einfach eine Einfachheit halber unsere heutige AHV, da haben wir natürlich ganz andere Verteilungseffekte, weil wir haben, das ist ein schweizweit einzigartiges System, dass wir undeckelte Beiträge haben. Wir zahlen auf dem ganzen Lohn AHV-Abgaben, aber hat nur ein Maximum an AHV, das man auszahlt bekommt, bei etwa 2'500 Franken monatlich. Oder? Also wer gut verdient, der subventioniert. Der tut eigentlich wie eine Art Steuer, sagen wir jetzt mal, auf den Teil zahlen, der ihm nicht mehr als Rentenbildung in diesem Sinn angerechnet wird. Also das heisst, wir haben viel, viel mehr Umverteilung in dieser ersten Säule und das ist in dem Sinne auch ganz wichtig, dass man, darum ist ja auch die Idee von der ersten Säule die Existenzsicherung. Der braucht die Umverteilung, oder? Das ist eigentlich auch genau die Idee, dass selbst Leute, die zum Beispiel kein Erwerbseinkommen hatten und so weiter, eine gewisse Absicherung haben. Also das war schon immer die Idee von dieser Existenzsicherung. Jetzt, wenn man aber die zweite Säule anschaut, wo eben jeder für sich selber spart und aber eben auch am Kapitalmarkt teilnimmt, wenn man jetzt das würde, so quasi, wenn man die erste Säule würde ausweiten, dann haben wir ganz viele Probleme, die sich in diesem Sinn ergeben. Nämlich erstens, wir haben nicht mehr das gleiche Investitionspotenzial, weil es wird eigentlich einfach von der heutigen aktiven Generation auf die heutige Rentnergeneration umgelagert. Das heisst, die ganze Rendite am Kapitalmarkt kann gar nicht mehr geschöpft werden, weil man eben nicht mehr über einen Lebenszyklus her sparen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und dann haben wir aber auch noch andere Effekte, wie zum Beispiel der demografische Wandel. Oder? Wenn die Leute immer älter werden, ist es natürlich und aber wie so quasi bei der nächsten Generation nicht mehr gleich viele Junge nachkommen, dann haben wir in dem Sinn wie die biologische Rendite nennt man es, wenn man eben wachsende junge Generationen haben, dann lohnt sich das Umlageverfahren massiv. Und wenn wir das eben nicht haben, dann wird es eben irgendwann auch schwierig. Also das ist noch so ein weiterer Punkt, oder? Dass halt immer mehr, heute ist es etwa 1:3, dass etwa ein Rentner durch 3 junge Leute finanziert wird und wir rechnen etwa mit 2050 zu 1:2, oder? Also das heisst, das ist ein weiterer Aspekt, der natürlich wie einfacher ist, wenn man das im Kapitaldeckungsverfahren organisiert, dass eben jeder auch für sich selber ansparen kann und eben, wie ihr es angesprochen habt, natürlich auch den Kapitalmarkt als dritten Beitragszahler kann nutzen kann. Die Umverteilung, die Sie angesprochen haben, die in die AHV eingebaut ist, genau. Weil es deckelt ist. Oder? Genau. Das ist eigentlich eine Umverteilung von den Einkommen, nicht von den Vermögen, kann man das so sagen? Ja. Wo Sie am Anfang gesagt haben, bezüglich also die Ungleichheit beim Einkommen, die sind sowieso nicht gross. Sie sind, wenn sind es beim Vermögen. Ja. Das stimmt. Und ich habe ja sogar, das, was ich angesprochen habe, war sogar vor jeglicher Umverteilung. Ja. Und wir haben das tatsächlich auch mal angeschaut. Das ist nämlich noch spannend. Man kann sich anschauen, okay, wie ist der steuerliche Umverteilungseffekt? Und der ist ja in dem Sinne, der reduziert die Ungleichheit weiter. Und wenn man sich dann noch anschaut, ja, wie ist der, auch noch, wenn man die AHV auch noch mit dazu nimmt, dann sieht man, dass es sogar noch eine weitere Reduktion von Ungleichheit gibt. Weil man eben kann sagen, es ist eigentlich auch fast ein bisschen wie eine Steuer, oder? Ja. Für die oberen Einkommen. Aber genau darum ist ganz entscheidend, selbst wenn man vor Umverteilung die Situation anschaut, haben wir schon relativ gleich verteilte Einkommen. Das liegt natürlich auch an unserem Arbeitsmarkt. Das liegt daran, dass wir gar nicht mal so starke Lohnspreizungen haben und vor allem auch ganz tiefe Arbeitslosigkeit.
Arbeitslosigkeit. Oder? Das ist eigentlich oder ganz tiefe Arbeitslosigkeit ist eigentlich der Schlüssel zu einer möglichst gleich verteilte Einkommensverteilung, weil dann alle am Arbeitsmarkt teilhaben können und durch das die Ungleichheit viel, viel tiefer ist. Wenn man eben hohe Arbeitslosigkeit hat, dann geht es sehr oft gerade durch die Decke. Sieht man zum Beispiel auch in den USA immer wieder, wie die Fluktuationen, zum Beispiel in Krisenzeiten, wie dann die Arbeitslosigkeit durch die Decke geht und entsprechend auch die Ungleichheit viel, viel stärker mit schwankt. Und wahrscheinlich dann auch, wenn jemand halt länger, mehrere Jahre arbeitslos ist, dann wird es immer schwieriger, oder? Genau. Um wieder im Arbeitsmarkt zu reinkommen, und dann wird es irgendwann strukturell für die Person. Genau. Und das ist eben wie etwas, wo man, und das ist wieder ein Zusammenspiel, eben auch da wieder, sind wir wieder überlappend, das ist auch mit dem Bildungssystem oder mit der Bildungslandschaft zusammenhängend, oder? Wenn man natürlich die Möglichkeit hat, ständig auch weitergebildet zu werden, auch Branchenwechsel können tätigen von Wirtschaftszweigen, die nicht mehr so florieren und so weiter, dann verhindert das auch wieder die entsprechende Arbeitslosigkeiten. Kann Finanz- und Wirtschaftskompetenz helfen, die wirtschaftliche Ungleichheit zu vermindern? Ja, spannend. Es gibt tatsächlich Studien, die den Zusammenhang zeigen zwischen Ungleichheit und Financial Literacy. Und gerade auch, jetzt, wenn ich wieder von Economic Literacy rede, die Vorsorgekompetenz, die erklärt tatsächlich auch einen grossen Unterschied nachher auch für das Alterskapital. Also das ist auch ganz, ganz wichtig. Und das ist ja dann eigentlich auch logisch, weil das ist ja eine Kompetenz, die man möglichst von Anfang an haben sollte. Und wenn man sie nicht hat, dann gibt es so quasi eine Pfadabhängigkeit, weil man ja dann eigentlich die vielen Jahrzehnte auch den Zinseszins wie verpasst und durch das gibt es wie grössere Lücken. Also das heisst, für die Ungleichheit im Einkommen, aber auch im Vermögen ist es durchaus wünschenswert, dass die Leute Economic und Financial Literacy haben. Ja, ein einfaches Beispiel, dass man früher schon weiss und versteht, dass man halt lang investieren muss. Es reicht nicht, wenn man irgendwie kurz vor der Pensionierung investiert. Oder? Genau. Und da ist schon immer so ein bisschen die Frage, ja, braucht man da jetzt wie ein neues Schulfach, wo die Finanzkompetenz fördert? Ich denke, also wenn man sich die Stundentafeln anschaut, dann sieht man, ja, viel Platz gibt es da nicht. Aber es ist sicher gut, dass man, und das ist auch immer wieder Bestrebung von den verschiedenen Lehrplänen, dass man es eben integriert, zum Beispiel eine Budgetierung macht, eben wie viel kann ich eben auch an Sparquoten oder eben Investitionsquoten haben, dass man da möglichst schon früh junge Leute daran herführt. Man sieht zum Beispiel auch so ein bisschen die Jugendverschuldung ist auch immer ein Thema. Oder auch der kann es natürlich sehr wichtig sein, dass man eben von Anfang an weiss, okay, so viel kommt rein, welches sind meine Ausgaben, was heisst es auch, etwas auf Kredit zu kaufen, muss ich dann wirklich jetzt den TÜV oder das Auto wirklich noch so finanzieren oder warte ich vielleicht noch, oder wenn ich dann den TÜV und das Auto und dann noch die grossen Ferien, oder sollte ich dann vielleicht eben gleich auch mal noch daran denken, irgendwie gewisse Sachen eben zu sparen oder zu investieren und sich da möglichst früh daran wagen. Das ist aber nicht nur eine schulische Frage, sondern das ist auch im Privaten. Also man weiss zum Beispiel auch, schon beim Sackgeld macht man eigentlich die ersten Erfahrungen. Oder? Man merkt auch, aha, wenn ich das ein bisschen auf die Seite lege, dann kann ich mir mehr kaufen. Oder aha, vielleicht könnte ich ja sogar noch, ich weiss nicht, wie viel tatsächlich Kinder auch schon ans Investieren denken, aber auf jeden Fall solche erste Überlegungen finden sicher schon im Kindesalter mit Sackgelderfahrungen statt. Ich habe mit Jugendlichen gesprochen und das ist durchaus auch eine Motivation. Sie sagen, es ist für sie wie einfacher, Geld auf die Seite zu legen. Also nicht alles, sagen wir jetzt irgendwie den Lohn, den sie bekommen, aus der Lehrlingslohn, nicht alles von dem zu konsumieren, sondern auf die Seite zu legen. Das macht es ihnen einfacher, wenn sie sehen, dass es auch langfristige positive Rendite gibt, oder wenn sie es investieren. Ja. Wenn es nur auf dem Bankkonto ist, erstens kann man es wie einfacher wegnehmen. Man hat keine Opportunitätskosten dann, oder? Genau. Ja. Dann ist es wie einfach. Also das, ich glaube, aber Jugendliche müssen natürlich auch zuerst dazukommen, oder? Genau. Also es braucht ja einiges, bis man dann überhaupt den Schritt macht und jetzt irgendwie einen Teil von dem Sackgeld oder vom selber verdienten Geld, dass man das auch wirklich investiert. Genau. Aber ich denke, das ist auch ganz wichtig, wenn man sich nachher so ein bisschen die älteren Generationen anschaut, wo plötzlich es darum geht, auch eine Pensionskasse ausgezahlt zu bekommen. Und dann hat man so viel Vermögen plötzlich, wo man auf einen Schlag irgendwie klarkommen müsste. Und wenn man das aber eben früh
können üben, dann nimmt es einem auch so ein bisschen die Angst, was passiert da überhaupt. Und wenn man mit einem grossen Volumen muss anfangen investieren, dann ist das viel schwieriger. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, es hilft auch, wenn man schon Jahrzehnte vorher schon mal einmal negative Rendite gemacht hat, einmal irgendwie durch Phasen gegangen ist, wo halt das Anlageportfolio minus war und nachher sieht, wenn man aber durchhaltet, geht es auch wieder ins Plus, aber dass das dazugehört, oder? Dass es nicht irgendwie ein einfaches Spiel ist und man kommt einfach positive Rendite Tag für Tag. Genau. Was man dort noch ein bisschen sagen muss, ist, da gibt es schon noch so ein bisschen gewisse Tendenzen, dass zum Beispiel gerade junge Männer sind dann eher noch so ein bisschen risikofreudiger und machen dann manchmal schon mal eine schlechte Erfahrung, zum Beispiel sei es in Hochrisikostrategien wie mit Krypto-Investments und so weiter, dass sie wie sehr schnell sich eigentlich getrauen, irgendwie mal etwas zu machen und dann wie sehen, oh, das entwickelt sich sehr gut. Und dann gibt es mehrere so quasi Outcomes, die die Literatur zeigt. Entweder sie ziehen sich komplett zurück, das gibt es auch. Dass Finger man sagt, verbrennt, genau, Finger verbrennt, nie mehr. Oder man hat ein gewisses Learning. Okay, also was heisst eigentlich eben der Trade-off Risiko und Rendite? Okay, muss ich vielleicht doch noch etwas diversifizieren und so weiter. Aber da gibt es so die verschiedenen, da ist sich die Literatur nicht ganz einig, in welche Richtung es geht. Es kommt tatsächlich auf die einzelnen Individuen drauf an. Ja, und da gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen? Ja, Frauen sind viel risikoaverser, generell investieren sie weniger, haben viel mehr Tendenz, auch einfach das Geld auf dem Sparkonto zu lassen. Und zum Beispiel jetzt eben gerade so bei Krypto oder so, haben sie weniger überhaupt, wo sie das Interesse dafür haben und auch weniger investiert, wo sie sind, wenn man sie befragt dazu. Das hat ja Positives und Negatives. Oder? Also wenn man so sehr risikofreudig ist, es ist auch positiv, aber es kann auch einen Schaden nehmen. Ja, und ich glaube, was noch wichtig ist, ist, dass man sich wirklich bewusst ist, dass wir jetzt wieder ein bisschen bei dem Financial und Economic Literacy, wie viel Wissen habe ich denn eigentlich? Und da gibt es eben auch manchmal so einen gewissen Gap, gerade auch wenn es zum Beispiel um die Vorsorge geht, dass wenn man die Leute befragt, gibt es verschiedene Befragungen, ja, wie gut schätzt man das eigene Wissen ein, dass sich die Leute manchmal ein bisschen überschätzen. Und ich denke, dann wird es ganz gefährlich, oder? Wenn man das Gefühl hat, man wisse wie und dann auch sehr risikofreudig ist und dann halt wie eigentlich gar nicht so genau kann abschätzen, was dann passieren kann. Aber sonst, ich glaube auch, also ich meine, das ist ja es gibt unterschiedliche Präferenzen, mehr oder weniger Risikofreudigkeit. Aber ich glaube, ganz wichtig ist einfach, dass man sich bewusst ist, was sind die möglichen Konsequenzen von dieser Strategie. Also in dieser Selbstüberschätzung, oder? Genau. Das ist auch ein Klischee, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber dass Männer sich eher selbst überschätzen, oder? Auch wenn es um Investitionsthemen geht. Ja. Ich könnte mir auch vorstellen, dass sich vielleicht Frauen sogar unterschätzen, dass sie eigentlich das besser könnten, aber sie trauen sich vielleicht nicht zu. Gibt es durchaus manchmal schon, genau, je nach Umfrage gibt es tatsächlich die Tendenzen, dass man sieht, eigentlich das effektive Wissen ist gar nicht mal so unterschiedlich. Manchmal aber in gewissen Studien sieht man aber gleich auch, wenn man sich halt vielleicht mehr mit diesen Themen befasst hat, ist dann trotz allem auch das Wissen höher. Also ich meine, das ist halt immer so, oder? Übung macht den Meister, man muss sich irgendwie wie mal zutrauen und dann mal das Wissen aneignen, aber man sieht, also Frauen sind nicht schlechter im Investieren per se als Mann überhaupt nicht. Man muss ja nicht, also das muss man vielleicht einmal sagen, man muss nicht alles wissen, was es zu wissen gibt im Investieren. Oder? Es gibt ein paar Grundprinzipien. Ja. Heisst zum Beispiel, es ist kein Free Lunch. Es gibt nicht eine Rendite, ohne dass auf Konsum verzichtest, dass du aufschiebst und das vielleicht auch ein gewisses Risiko, zumindest auf dem Pfad, zum Erfolg in Kauf nimmst. Oder? Genau. Das sind so ein paar Grundprinzipien. Aber jetzt, man muss nicht irgendwie die einzelne Kryptowährung verstehen und irgendwie jeden Tag irgendwie Börsenkurs checken und so weiter. Genau. Also dort geht es dann fast schon in Richtung Überschätzung, oder? Dass die Leute denken, wenn ich das mache, dann finde ich dann die beste Aktie. Kann ich den Markt schlagen? Genau. So schwierig kann das ja nicht sein. Genau. Ja. Also vielleicht, wenn sich dort Leute, die vielleicht ihre Interessen auch irgendwo anders haben, das ist ja auch okay. Es muss sich ja nicht jeder für Finanzen interessieren. Also wäre sogar blöd, wenn wir uns alle nur um Geld würden kümmern, oder? Absolut. Und da hat man aber ja gleich heutzutage auch sehr viele Möglichkeiten, um eben auch entsprechende Produkte zu haben, wo es eben wie auch nicht so aufwendig ist, in dem Sinn, die zu pflegen. Und gleich ist es
finde ich sehr wichtig, aber auch, dass man nicht nur jetzt denken wir über Financial Literacy wieder nach und sagen, okay, ja, wie können sich die Branchen entwickeln und so weiter und was könnte ich da vielleicht noch für einzelne Titel haben in meinem Portfolio und so. Aber es geht ja wie auch darum, zum Beispiel ganz einfach, habe ich vielleicht eine Beitragslücke in der AHV? Oder? Also das sind auch so Sachen, wo müsste ich da eigentlich mal einen Auszug bestellen? Wie lange kann ich das noch nachzahlen? Kann ich das überhaupt nachzahlen? Und so weiter. Also das ist auch ganz wichtig, dass man das eben möglichst früh eigentlich wie sieht und dann sind wir schon wieder weg vom einzelnen Investment, sondern wirklich eben auch generell, oder man kann sich dann wieder in die Richtung hineinbewegen, oder muss ich die vielleicht irgendwie füllen, oder was betrifft mich eigentlich in dem Sinne die langfristigen Konsequenzen von der Vorsorge. Frau Häner, das war sehr spannend. Ich bedanke mich für das Gespräch. Danke vielmals, Herr Niederer. Vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuschauer. Mit dem bis zum nächsten Mal.